Am Traberhof erhält Hugo Pacholke eine Heilung von jahrelangem Rheuma und Ischiasbeschwerden. Die 57-jährige Zenta Saltner wird von Stottern geheilt, das sie seit ihrem 6. Lebensjahr hatte. Frau Krusi-Nosmina erhält eine Heilung von neuralgischen Schmerzen, die sie 10 Jahre lang hatte. Angegangen ist mit 14 Jahren, habe ich erst eine Venenentzündung gekriegt. Und da bin ich mit 3 Tagen gelegen, dann so viel Schmerzen gehabt, bis zur Bewusstlosigkeit. Ja, und dann habe ich durch die Venenentzündung die Blutverhaftung in der Lunge gehabt, die Lungenembolie. Und da bin ich noch 3 Tage bewusstlos gewesen. Da haben sie dann schon einen Arzt geholt, Spritzen gegeben und so. Aber ich habe dann bei der Nacht nicht mehr schlafen können, bin im Bett drin gesessen. Weil ich liege nicht Kinder, weil ich da keine Luft nicht mehr gekriegt habe. Dann ist das so dahingegangen und da war ich auch bei Ärzten. Und die haben genau, es müsste wahrscheinlich der Fuß abgenommen werden, also das ganze Bein abgenommen werden, gell, weil es 10 Blutstauungen waren. Die inneren Venen. Ja, und das wollte ich absolut nicht. Und ja, lieber eben nicht mehr leben. Das hat nur möglich ausgeschaut. Ne? Also da noch was hilft. Also. Herr Wanderwitz ist einer der vielen Heilungssuchenden am Traberhof. Er steht mitten in der Menschenmenge und hofft, dass ihm durch Bruno Gröning vielleicht doch noch geholfen werden kann. So ungefähr eine Stunde, da ist mir so gut gegangen dann. Und ich habe mich wohl gefühlt und leicht und war der innere Druck und Schmerzen waren weg, alles. Ja, und von da weg ist es mir ganz gut gegangen. Ich habe in der Nacht wieder schlafen können und habe mit dem Herz und mit Luftgang keine Schwierigkeiten mehr gehabt. Dann. Der Arzt, der was da geholt haben, das war der Dorfarzt und der ist dann weggezogen. Dann ist er später mal in den Urlaub wieder gekommen und hat meine Mutter gefragt, ob ich noch lebe. Und hat meine Mutter gesagt, ja, mir geht's gut. Der ist von Staunen nicht mehr rausgekommen. Ja, noch mit 50 Jahren, ich war schon 50 Jahre, meine Mutter gefragt, auch nicht. Sag ich, ja, warum habe ich einen Hof nicht gekriegt? Ja, weil die Ärzte haben gesagt, ich wäre höchstens 30, 35 Jahre alt. Dann habe ich da einen Hof nicht gekriegt. Unzählige Heilungsberichte aus der damaligen Zeit belegen die Vielfalt der Heilungen. Elisabeth Schwert war 20 Jahre lang auf dem rechten Ohr taub. Sie wird geheilt, obwohl der behandelnde Arzt ihr erklärte, dass ein Wiedererlangen des Gehörs ausgeschlossen sei. Frau Lusch-Schelders erhält eine Heilung von Bechterew Krankheit. Am Traberhof erhält Hugo Pacholke eine Heilung von jahrelangem Rheuma und Ischiasbeschwerden. Die 57-jährige Zenta Saltner wird von Stottern geheilt, das sie seit ihrem 6. Lebensjahr hatte. Frau Krusi-Nosmina erhält eine Heilung von neuralgischen Schmerzen, die sie 10 Jahre lang hatte. Hans Schönauer wird nach 11 Jahren von multipler Sklerose geheilt, läuft jetzt mühelos ohne Stock. Lina Brandl erhält ebenfalls eine Heilung. Sie hatte 10 Jahre lang beidseitige Hüftgelenksentzündung, wurde als unheilbar eingestuft. Johann Schäfer wird nach 13 Jahren von einer sehr schmerzhaften 12-Fingerdarmwucherung und schwerer Magensenkung geheilt. Paula Behmer wird von einem schweren Herzleiden erlöst. Johanna Bayer litt 20 Jahre lang unter Asthma, hatte so große Atemnot, dass ihr Herz zu versagen drohte. Ihre Heilung wird sogar von ärztlicher Seite bestätigt. Franz Nährkorn hatte seit 30 Jahren spinale Kinderlähmung. Seine Heilung wird ebenfalls ärztlich bestätigt. Am 31. August 1949 hält Bruno Gröning im Spielsaal des Traberhofes eine Pressekonferenz ab, die er selbst einberuft. Er bittet die Journalisten, objektiv und wahrheitsgetreu zu berichten und weitere Sensationsnachrichten zu unterlassen. In einigen Zeitungen wird kurze Zeit später eine positive Einstellung des bayerischen Ministeriums zum Falle Gröning veröffentlicht. Ministerpräsident Erhard erklärt, dass man das Wirken einer außerordentlichen Erscheinung wie Bruno Gröning nicht an Paragraphen scheitern lassen sollte. Man betrachtet Grönings Heiltätigkeit als freie Liebestätigkeit.
Die Heilungen am Traberhof gehen unterdessen weiter. Im Ort, da war eine Frau, die war blind. Gell? Die Frau Haberland hat die geheißen. Und einer war noch, der war in der Nachbarortschaft, der war auch blind, ist aber vom Ersten Weltkrieg kriegsblind gewesen. Aber die haben halt auch alles probiert, nicht? Jetzt, dann haben sie gesagt, ich soll doch mitnehmen raufgehen. Und wie ich dann zu ihm reingehe, dann sagt er zu mir, ich habe dir gesagt, du sollst nicht mehr mitbringen. Ja, dann habe ich gesagt, die haben so betelt, das habe ich halt auch nicht mehr nachsagen können. Und dann haben sie halt mitgefahren. Und dann sind die draußen im Flur, im Korridor da draußen, da war ein Ding, ein Mauerdurchbruch, also ein Bogen, gell? Und da war ein Vorhang vor. Und da draußen war eine Bank und da haben die zwei Hand da drauf gesetzt. Und dann ist er rausgegangen, ich bin hinter ihm nachgegangen und hat durch den Vorhang durchgeschaut, hat den Vorhang so genommen und so hat er genommen, gell? Hat so durchgeschaut. Dann ist er wieder reingekommen. Dann sagt er zu mir, weil er sich umdreht hat eigentlich, sagt er zu mir, du, die Frau, die siehst schon wieder, hat er gesagt. Aber der Mann, der sagt nicht mehr, das sind die Sehnerven hin. Das ist vom Krieg irgendwie, hat er gesagt, oder was, das sind die Sehnerven kaputt. Aber die Frau, die sagt wieder, aber die müssen da öfters kommen, hat er gesagt. Na, hat mir der P.A. reingeregt. Und dann ist er reingegangen wieder in die Bude und ich bin nachher durch den Vorhang durch und dann sagt die Frau zu mir, ja, Michel, ja, jetzt sehe ich wieder. Und da läuft der weiße Spitz umeinander, sagt er, so ein spitzer Hund. Gell, die haben sie im Traberhof so einen weißen Spitz gehabt. Da läuft der Hund umeinander, ja, ich sehe wieder, hat sie gesagt, gell. Und jetzt muss ich gleich aufs Klo gehen, hat sie gesagt, gell. Dann ist sie aufs Klo rausgegangen, die hat wieder gesehen, gell. Da bin ich runter in die Gaststube, da war sein Sohn und der Schwiegersohn drunten. Da habe ich ihm halt gesagt, dass die Mutter wieder sieht, gell. Die sind ganz glücklich gewesen, ganz selig, gell. Und dann geschah etwas Sonderbares. Er war sehr müde geworden. Und da gab es in dem Raum einen Ohrenbackensessel. Da war er total ermattet, wirklich ermattet gesessen. Dann schleicht sich der Herr Kuhlmann leise an ihn heran und sagt, bitte, Herr Gröning, schauen Sie, da unten steht Sanitätsauto, zweistöckig. Dann hat er ein bisschen gewartet, ist langsam aufgestanden und dann bin ich zu ihm hingegangen. Wir saßen ja nur, ich saß ungefähr so weit wie Sie jetzt von mir. Bin ich aufgestanden, habe ich gesagt, Herr Gröning, darf ich Sie begleiten? Dann hat er gesagt, es wird mir eine Freude sein. Bleiben Sie bitte hinter mir. Also dann blieb ich die ganze Zeit hinter ihm und habe erlebt, wie er war nicht sehr groß, hineingeschlüpft ist in diese Doppelomnibusse mit Schwerkranken. Und da waren die Ärmsten der Armen. Und da war er so liebevoll zu ihnen, hat sich hingekniet und hat mit ihnen geredet und so. Ich werde das nie vergessen. Man spürte seine Liebe. Mit der Zeit wenden sich viele Ärzte aus dem Bundesgebiet an Gröning. Mit Hochachtung sprechen sie den Nicht-Akademiker an. Dr. Erwin Perlek, praktischer Arzt, bittet im Namen einiger schwerkranker Patienten Gröning um einen Besuch in seiner Praxis. Dr. Guido Roth, praktischer Arzt, bittet um Hilfe für seine an Kinderlähmung erkrankte Tochter. Dr. A. Kaufmann, Chirurg, Frauen- und Röntgenarzt, möchte Gröning mit einer ihm nahestehenden Patientin aufsuchen. Dr. Josef Keifel, praktischer Arzt und Arzt für Homöotherapie, bittet in förmlicher Art um eine Audienz mit 2 Patienten bei Gröning. Dr. A. Molenar, praktischer Arzt, schreibt: Sehr geehrter Herr Gröning, da ich als praktischer Arzt bei meinen Kranken einige habe, denen Sie bestimmt helfen könnten und die ohne Ihre Hilfe schwerlich wieder gesund werden und weiterhin ans Bett gefesselt wären, frage ich an, ob ich diese Kranken zu Ihnen bringen darf, bzw. ob sie zu uns kommen. Dr. Oskar Feth bittet Gröning, seine Kneipp Naturheilanstalt zu besuchen. Die Deutsche Heilpraktikerschaft Landesverband Schleswig-Holstein wendet sich an Gröning mit der Bitte um Fernheilung. Die Liga für Naturheilkunde schreibt: Sehr geehrter Herr Gröning,
Mit Aufmerksamkeit haben wir alle bisherigen Berichte über ihr Wirken verfolgt und wünschen von Herzen, dass ihnen bald auch seitens der Behörden entsprechendes Verständnis entgegengebracht wird. Speziell die Vertreter der Volksheilkunde können bezeugen, mit welch einer Voreingenommenheit die deutsche Bürokratie seit Jahren auf diesem Gebiet arbeitet. Auch Dr. Zetti wendet sich an Gröning. Der war sehr positiv eingestellt, der Dr. Zetti. Und Gröning war auch in seiner Praxis. Und Zetti war sehr viel am Traberhof und war sehr beeindruckt, war auch absolut überzeugt davon. Kann ich nicht anders sagen. Dr. Zetti, praktischer Arzt aus München, hatte bereits Kontakt mit Gröning aufgenommen. Er schreibt in einem Artikel: Das Phänomen Gröning hat mich als Arzt derartig interessiert, dass ich seit vielen Wochen, viele Tage, aber auch viele Nächte an der Seite Grönings verbracht habe. Er vermag Kranke mit schwersten Leiden, darunter sogar Blinde, ich habe es selbst miterlebt, durch persönlichen Kontakt und stärkste Konzentration in kurzer Zeit zu heilen oder doch zumindest ihnen Linderung zu verschaffen.